Hallo meine Lieben, heute habe ich eine kleine Idee zum Nähen und zwar ist es eine kleine Umhängetasche und bei der Gelegenheit werde ich euch auch gleich zeigen, wie ihr ein Gurtband selber machen könnt für solche Taschen. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist so eine kleine, simple Beuteltasche, die mit einem Druckknopf geschlossen wird. Das heißt, dieses Teil hier oben wird einfach drüber gelegt. Dann haben wir innen drinne eine kleine Innentasche und eben von der Außenseite her habe ich das so gemacht, dass ich ein Stoffteil und ein Kunstlederteil habe. Da werden wir Ecken reinmachen und was wir heute auch zum ersten Mal selber machen, ist, dass wir ein Gurtband selber machen, das auch verstärkt und ein bisschen gepolstert, damit es angenehmer ist zum Tragen. Da vielleicht auch noch kurz der Hinweis, ich werde am Anfang davon reden, dass ihr ein Lederband schneiden sollt, weil meine Idee war eigentlich, dass ich hier drauf noch ein Lederband mache. Das war mir dann aber zu viel. Das kommt eigentlich, es hat mir einfach nicht gefallen vom Design her. Von dem her, wenn ihr das nicht machen wollt, dann schneidet das nicht zu, dann könnt ihr das weglassen und könnt hier wunderbar nur mit dem Stoff quasi ein Gurtband machen. Das ist die eine Variante, die wir heute machen. Ich zeige euch kurz noch eine andere und das ist die, die seit Wochen bei mir ganz groß im Einsatz ist. Ich finde die wirklich klasse, ich trage die eigentlich die ganze Zeit. Und die hier ist mit diesem Ankermuster, innen drin habe ich mit Grau gearbeitet, aber da dann auch die Innentasche mit dem Außenstoff gemacht. Und hier habe ich effektiv mit einem Gurtband, das ich gekauft habe, das habe ich angebracht, aber unten auch mit diesem Kunstleder verstärkt. Und ja, auch ich habe es bei beiden Taschen so gemacht, dass ich die direkt in die Tasche reingenäht habe. Wenn ihr das nicht mögt, also für das Gewicht geht das eigentlich wunderbar, weil man packt da jetzt auch nicht, weiß nicht wie viele schwere Sachen rein. Wenn euch das lieber ist, könnt ihr da natürlich auch mit einem Ring arbeiten und den einnähen mit einer kleinen Lasche und das dann quasi erst im Nachgang dann miteinander verbinden. Aber wie wir diese Tasche hier machen, das gucken wir uns jetzt an. Was ihr für diese Tasche braucht, ist einiges an Stoffen und Verstärkung und ganz ehrlich gesagt, es ist eigentlich auch das, was fast am längsten dauert hier, um diese Tasche zu machen. Fangen wir mal mit den Stoffen selber an. Ich habe hier einen Innenstoff, der ist bei mir so mintfarbig. Den habe ich zugeschnitten auf eine Länge von 39 cm und in der Breite auf 23 cm. Dann habe ich für den Außenstoff, es gibt eine Unterteilung, da habe ich einen Stoff und ein Wildleder und da ist es so, dass ich einerseits 2 Stücke Stoff benötige. Die sind 28 cm mal 23 cm. Zweimal. Dann habe ich ein Vlies, das sind 250er, um den Stoff zu verstärken. Das ist geschnitten auf 26 cm mal 21 cm. Und dann habe ich ein Polster und das kommt nicht bis ganz hoch, weil ich oben das Ganze ja so ein bisschen umklappen will. Von dem her ist das geschnitten auf 18 cm mal 21 cm. Das Ganze, wie gesagt, zweimal. Dann haben wir für den unteren Teil, habe ich eben, wie gesagt, dieses Wildleder. Die beiden Stücke sind in der Höhe 13 cm und in der Breite 23 cm. Und dann habe ich für beide Teile auch noch ein Vlies und ein Polster. Und diese Stücke sind zugeschnitten auf 11 cm Höhe und 21 cm Breite. Auch das beides zweimal.
Dann werde ich innen eine Tasche anbringen und ich mache es immer so, dass ich ein Stück Außenstoff und ein Stück Innenstoff nehme. Die Stoffe sind zugeschnitten auf 14 cm mal 11 cm und das Vlies, um den Außenstoff zu verstärken, das ist 12 cm mal 9 cm. Dann haben wir, um eine kleine Lasche zu machen für den Druckknopf, um das, wie den oberen Teil, der runtergeklappt wird, festzumachen. Das sind 2 Stücke, die 3,5 cm je sind und 8 cm in der Länge. Dann, was heute so ein bisschen speziell ist, ich wollte euch mal zeigen, wie ihr ein Gurtband selber machen könnt. Und wir werden das Gurtband effektiv in die Tasche einnähen, ohne die Ösen. Da könnt ihr ein bisschen euch selber entscheiden, wie ihr das gerne haben möchtet. Ich dachte einfach, weil die Tasche ist so klein, da kann man das Gurtband wirklich auch direkt in die Tasche einnähen. Dafür braucht ihr vom Stoff her, ich habe es bei mir gemessen, da müsst ihr einfach ein bisschen gucken, wie lang ihr dieses Gurtband haben wollt. Ich habe gemessen 132 cm und dann je noch 1 cm Zugabe, damit ich das in die Tasche vernähen kann. Und in der Breite ist es 8 cm. Das heißt, hier erstmal den Stoff. Ich hatte das Thema, dass ich kein Stück hatte, was wirklich die ganzen 134 cm ist. Deshalb habe ich das in 2 Stücken geschnitten und da halt einfach je noch 1 cm dazu gegeben, damit ich dann wirklich auf diese 134 cm Länge komme. Um dieses Gurtband zu verstärken und zu polstern, das Verstärken habe ich die gleiche Flieseline genommen, die 250er wie für die Tasche. Und das eben auch 134 cm und in der Höhe sind 6 cm. Wenn ihr da eben keine ganzen Stücke habt, kein Problem, dann schneidet ihr das einfach in Stücken und bringt es dann so auf. Einerseits eben das Vlies und dasselbe habe ich auch mit der Polsterung gemacht. Auch da die 134 cm und dann in der Höhe 6 cm. Das sind die beiden Teile. Und was ich halt schön finde, wenn das dann nicht nur der Außenstoff ist am Schluss, es gibt ein Band, was 3 cm breit ist. Ich will in der Mitte noch mit Wedelleder einen Streifen machen. Da habe ich zugeschnitten 3 cm in der Höhe und in der Länge auch die 134 cm. Jetzt kommen wir noch zu den anderen Sachen. Natürlich wie immer die Nähclips und Nähnadeln. Dann, weil wir Druckknöpfe aufbringen, normalerweise arbeite ich ja mit der Vario-Zange, das wird aber hier nur bei der Lasche funktionieren. Bei der Tasche sind wir zu weit unten, das kriege ich hier mit dieser Ausbuchtung nicht hin. Und da gibt es auch von Prim diesen Aufsetzer, wo man das irgendwo platzieren kann und dann die Elemente hier anbringt und da mit dem Hammer das dann befestigt. Also mit einem Plastikhammer. Das zeige ich euch aber und da habe ich dazu einfach noch die Druckknöpfe. Dann werde ich selber ein Label aufbringen, das mache ich mit kleinen Brads und dann auch noch dem Picking Tool. Geschnitten habe ich das Ganze mit dem Nählineal und dem Rollschneider und dann brauchen wir auch noch Chinastäbchen, um die Ecken auszuarbeiten. Stoffschere, also in meinem Fall, ich habe 2 Stoffe, die passend zum Muster sind, einen dunkelblau, einen in Türkis. Die muss ich dann noch aufspulen, damit ich die Unterstoffe auch habe. Und dann machen wir dann eine Ecke unten und da braucht ihr einfach eben etwas zum Anzeichnen von den 4×4 cm. Natürlich braucht ihr auch das Bügeleisen und die Nähmaschine. Was ich als allererstes machen werde, ist überall die Flieseline und das Polster aufzubügeln. Und zwar haben wir hier den Außenstoff von der Innentasche. Da einfach immer gucken bei der Flieseline, dass diese glänzige Seite, das ist die Klebeschicht, dass die auf dem Stoff liegt. Das heißt, hier werde ich das so anbringen, einfach ringsherum mit dem 1 cm Nahtzugabe. Dann auf den Außenstoff kommt auch
die Flieseline drauf einerseits und dann, je nachdem, wenn ihr ein Muster habt, wo die Richtung eine Rolle spielt, da einfach drauf gucken, die Verstärkung kommt eben nur unten, das heißt, ich orientiere mich dann unten an der Flieseline, die ich aufgebracht habe, und hier auch die Klebepunkte müssen jetzt natürlich dann auf der Flieseline liegen. Das sind 2 Schritte natürlich, ne? Zuerst die Flieseline aufbringen und dann die Polsterung. Das für die beiden Stoffe, dito für das Wildleder. Da kommt zuerst die Flieseline drauf und dann bringe ich hier die Polsterung drauf. Und dann auch noch beim Gurtband, da werde ich ganz einfach den Stoff nehmen und da Stück für Stück diese Flieseline draufbringen und dann auch noch die Polsterung. Ganz vergessen zu sagen, wenn ihr auch das Thema hattet, dass ihr einen Stoff habt, der nicht genug lang war, dann müsstet ihr hier zuerst natürlich kurz den Stoff zusammennähen und dann erst die Flieseline aufbringen. Das werde ich jetzt alles kurz machen und bin dann gleich zurück. So, das habe ich jetzt alles gemacht und ich habe beim Gürtelband auch schon was vorbereitet und einen Schritt mehr gemacht. Ich habe hier die Nahtzugabe reingebügelt und es dann auch in der Hälfte so gebügelt, dass diese beiden Nähte dann schön oder diese beiden Kanten dann schön aufeinander liegen. Das geht dann auch ein bisschen einfacher zum Nähen. Und jetzt werden wir ein paar Sachen vorbereiten, damit wir dann auch gleich ein paar Sachen an der Nähmaschine machen können. Das erste ist effektiv auch gleich das Gürtelband. Da könnt ihr jetzt die Kanten schön aufeinander legen und die so festklippen. Was wir hier jetzt machen werden, ist das auf der einen Seite abzunähen. Und ich mache das knappkantig, das heißt, ich orientiere mich hier am Nähfuß und mache die Nadel nach rechts und nähe so quasi einmal dem Band entlang. Am Anfang verriegeln und dann auch am Ende verriegeln und dann drehe ich das Ganze oder dann drehe ich das einfach um und mache dasselbe auch von der anderen Seite, um hier einfach schön quasi eine Ziernaht zu setzen. Hier dann halt einfach auf der Seite ausrichten und die Nadel auch hier nach rechts und da auch am Anfang verriegeln, runternähen und am Ende wieder verriegeln. Da müsst ihr halt einfach immer gucken, dass die Stoffe wirklich immer schön nach innen oder schön liegen, damit das dann auch schön sitzt, ne? Dann die kleine Lasche für den Druckknopf. Da könnt ihr die rechts aufeinander legen und da näht ihr dann einfach einmal auf 3 Kanten. Eine Seite müsst ihr offen lassen, damit ihr das dann wenden könnt. Auch hier werde ich knappkantig arbeiten und die Nadel nach rechts ausrichten. Dann die Tasche. Da legt ihr den Stoff auch rechts aufeinander. Macht den kurz fest. Und hier macht ihr es so, dass ihr eine Wendeöffnung offen lasst. Ein paar Zentimeter, die muss nicht groß sein, damit ihr das Ganze dann noch wenden könnt. Hier näht ihr mit 1 cm Nahtzugabe, das heißt, ihr fangt hier an, verriegeln, geht einmal ringsherum, bis ihr wieder hier seid und da verriegelt ihr auch wieder. Das ist das, was ihr mit dem machen müsst. Und dann haben wir die beiden Stoffteile. Und zwar müsst ihr da, guckt einfach, wo oben und unten ist. Das müsste ja hier, wo kein Futter ist, das müsste oben sein. Und dann legt ihr das Kunstleder hier unten, beide Stücke rechts aufeinander. Und die beiden Stücke näht ihr jetzt so, einfach nur diese Kante mit 1 cm Nahtzugabe am Anfang verriegeln, dann hier entlang nähen und hier auch wieder verriegeln. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr die wieder auseinander klappen und da die Naht kurz ein bisschen feststreichen und dann entlang der Naht nochmal nähen. Und zwar, ich zeige euch das kurz an dem Beispiel hier, da
Das ist ja der untere Teil, das ist der obere Teil, den wir jetzt nähen. Und wenn ihr das auseinandergeklappt habt, dann könnt ihr hier euch einfach mit dem Nähfüßchen quasi an dieser Kante orientieren, knappkantig das Ganze auch nochmal abnähen, am Anfang verriegeln und am Ende verriegeln. Und so habt ihr dann das schön vernäht. Hier ist es so, dass die Nahtzugabe innen drin, die liegt nach oben, quasi in Richtung des Stoffes. Und das eben auch mit beiden Stücken. Und das alles nähe ich jetzt kurz. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever, forever, forever. I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever, forever, forever. I'm loving this moment. Can we stay? Ihr habt das vielleicht beim Gurtband bei mir gesehen. Ich hatte da teilweise ein bisschen Mühe, dass die Lagen wirklich schön aufeinander liegen. Das war hauptsächlich deswegen, weil zwischen mir und der Nähmaschine immer die Kamera noch steht, ne? Aber das solltet ihr eigentlich hinkriegen. Ich habe es dann einfach so gelöst, dass ich geguckt habe, dass das meine Unterseite ist. Das heißt, die zweite Naht habe ich dann einfach so gesetzt, dass das hier unten liegt. Und ihr seht, ihr kriegt so eigentlich schon ein sehr stabiles Band hin. Also wenn ihr das mit der Lederverzierung obendrauf nicht haben wollt, das geht auch, ne? Also das ist schon ein extrem stabiles Band, was ihr jetzt habt. Jetzt fahren wir weiter kurz mit der Innentasche und da könnt ihr so machen, dass ihr einfach die Ecken kurz abschneidet. Und dann könnt ihr das Ganze auch auf 3 mm zurückschneiden. Nur nicht da, wo die Wendeöffnung ist, da müsstet ihr das stehen lassen. Und dann könnt ihr die auch schon wenden. Die Wendeöffnung werden wir nachher gleich mit dem Annähen verschließen. Aber bevor wir die annähen, werde ich die natürlich auch noch kurz bügeln, damit die Nahtzugaben schön aufeinander liegen oder die Wendeöffnung hier und das Ganze auch wieder schön gerade ist. Dann haben wir hier noch diese kleine Lasche. Da könnt ihr auch die Ecken abschneiden. Und auch die könnt ihr wenden. So, und das war jetzt zum Wenden ein ziemliches Gefriemel zugegeben. Ihr könnt, damit es ein bisschen einfacher geht, die Lasche effektiv auf anstatt
8 cm und 3,5 cm könnt ihr die auf 8 cm und 5,5 machen. Dann habt ihr ein bisschen breiteres Stück und dann geht es mit Wänden auch ein bisschen besser. Aber naja, wenn ihr euch das antun wollt mit diesem schmalen, ich habe es mehr aus dem Grund gemacht, damit das quasi dann praktisch gleich groß ist wie der Druckknopf, aber eben macht es so, wie das euch am besten geht. Und jetzt müssen wir mit dem Innen- und Außenstoff noch was machen. Und zwar brauchen wir unten überall Ecken. Das heißt, ich habe hier ein 4x4 cm großes Stück und das markiere ich mir auf jedem der Stoffe kurz in beiden Ecken, damit ich das ausschneiden kann. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 So, und bevor wir ans Zusammennähen gehen, werde ich noch kurz das Label anbringen. Und zwar mache ich das folgendermaßen. Ich lasse hier auf der Seite immer ein Stück frei, weil die ganze Tasche wölbt sich ja dann so ein bisschen und ich will, dass das vorne ist. Hier ist meine Naht. Da muss ich 1 cm Nahtzugabe rechnen und dann bin ich hier bei 3,5 plus die Nahtzugabe, dann sind wir bei 4,5. Das heißt, ich gucke, dass ich das hier so bei 4,5 cm platziere und dann schön gerade und ein bisschen oberhalb von dieser Naht hier. Das markiere ich mir kurz. I watch you as you drive. Und dann gehe ich mit dem Picking Tool oder mit einer Ahle, gebe ich da kurz ein Loch rein. Do you know I'm looking? Dann kann ich das Label drauf machen und eben mit diesen Brads durch das Label durch und dann durch das entsprechende Loch durch in den Stoff rein. Ich gehe da immer zuerst kurz mit allen durch und dann mache ich die hinten fest. So, und jetzt kann ich das umdrehen und dann auch mit der Ahle quasi, ich drücke das Ganze hier so ein bisschen runter und gehe mit der Ahle zwischen die beiden Elemente und drücke die so auseinander. Und dann verschwindet das hier auch im Innenstoff. Und ich habe die extra so ein bisschen in das Futter reingedrückt, damit ich damit dann nicht den Innenstoff kaputt mache. Aber so sitzt es doch wunderbar. Das ist das eine. Die Tasche habe ich schön gebügelt, damit die wieder schön flach und gerade und schön aussieht. Und zum Anbringen könnt ihr euch quasi hier an dem Teil orientieren, weil wir haben ja hier ein Futter aufgebracht und das ist ja der Teil, wo sich das ganze, der Oberteil dann runterlegen wird. Und da würde ich die Tasche möglichst eigentlich so ein bisschen, vielleicht 2 cm Platz lassen von der Höhe, damit ihr die dann euch nicht den Umklappmechanismus quasi im Weg ist. Und dann würde ich auch drauf gucken, dass die Wendeöffnung unten ist. Dann eben hier die 2 cm von der Höhe und ansonsten einfach, dass das Ding hier von beiden Seiten mittig liegt.
Und so könnt ihr euch die kurz festmachen. Und die könnt ihr jetzt so effektiv kurz festnähen. Das heißt, ich fange hier an, knappkantig, verriegle hier oben, weil man da ja, hier oben nähen wir ja nicht. Und damit da nicht plötzlich die Naht aufgeht, wenn man da immer wieder Sachen reinmacht und wieder rausnimmt, verriegle ich hier oben. Dann gehe ich runter, hier wenden, darüber wenden, da hoch. Und hier auch wieder verriegeln und somit schließt die hier unten auch gleich die Wendeöffnung. Und das mache ich kurz. Wenn ihr damit durch seid, dann habt ihr eben die beiden Außenteile, die beiden Innenteile. Beim einen der Innenteile ist hier jetzt eine Tasche drauf. Und ich habe hier eine kleine Planänderung. Ich werde das am Anfang dann auch vermerken. Ich habe gemerkt, dass dieses Gurtband, so wie es jetzt ist, ich das eigentlich super finde, so wie es ist. Und weil mein Plan war eigentlich das, dass ich hier quasi wie noch einen Lederstreifen drauf mache. Der wird mir aber fast zu viel. Ganz ehrlich gesagt, ich werde das für ein anderes Projekt verwenden und lasse das Gurtband so, wie es ist, weil es hat durch dieses Innenfutter und die Flieseline und diese doppelte Schicht wirklich genug Stärke. Und ich finde es eben so mit diesem Blumenmuster eigentlich fast schöner. Von dem her lasse ich das genauso, wie es ist. Und jetzt können wir rangehen und die Beutel machen. Das heißt, wir nehmen einmal die beiden Außenteile, legen die rechts auf rechts schön aufeinander, so dass unten die Ecken aufeinander stimmen und auch der ganze Rest. Und da kommt jetzt eben das Gurtband ins Spiel, weil wir müssen das Gurtband mit vernähen. Und zwar lege ich das, also ich nehme hier das eine Ende und lege das so hin, dass es hier mit diesem Futter abschließt. Das heißt, hier an der Kante rausguckt und zwar schön so, dass es hier mit dem Futter abschließt. So mache ich das fest. Und dann einfach gucken, dass das Band nicht verdreht ist und quasi in der Verlängerung, ne, das Band ist jetzt quasi so, die Verlängerung, mit der mache ich auf der anderen Seite genau dasselbe. Das heißt, ich gucke, dass das hier auf der Seite, da wo das Futter liegt, schön gerade rauskommt. Und jetzt klippt ihr das Ganze ringsherum fest. Und einfach, dass euch das Gurtband hier nicht in den Weg kommt, könnt ihr es einerseits gerade hinlegen und hier in der Mitte kurz festmachen. Und dann könnt ihr das einfach so hinlegen, dass ihr das nach oben wegklappen könnt, weil oben werden wir nicht nähen. Und dann könnt ihr den Rest auch noch festklippen. Was ihr da drauf achten solltet, ist, dass ihr auch das Leder schön aufeinander legt. Bei diesem Teil werden wir Folgendes nähen. Wir werden einerseits, wir starten hier oben, verriegeln, hier komplett runter nähen
Und ich werde, beim Gurtband werde ich 2-3 Mal drüber nähen, weil das Gewicht ja quasi an diesem Gurtband hängt. Plus hier unten auch, damit es wirklich schön aufeinander liegt, bis hier unten durchnähen und da auch wieder verriegeln. Dann hier auch verriegeln, rübernähen, verriegeln und dann auch noch auf der Seite, das heißt hier unten anfangen, verriegeln, hochnähen, bis wieder hier ganz oben, da auch wieder verriegeln. Und auch auf der Seite werde ich beim Gurtband plus auch bei dieser Überlappung werde ich 2-3 Mal drüber nähen. Das ist das, was wir mit dem Außenteil machen. Mit dem Innenteil werden wir auch das Ganze rechts aufeinander legen. Und da müsst ihr drauf gucken, dass ihr eine Wendeöffnung habt. Und da wir hier schon ziemlich Material haben, werde ich die auch etwas größer machen. Das heißt, ich gehe hier wirklich mit 12 cm. Und so klippe ich jetzt die Stücke auch aufeinander. Und das näht ihr fast gleich wie das andere Stück, nur eben, dass ihr hier die Wendeöffnung offen lasst. Und eben hier anfangen, verriegeln, runternähen bis zur Wendeöffnung, verriegeln, dann hier wieder starten, verriegeln, bis runternähen, verriegeln, hier verriegeln, rübernähen, verriegeln, dann hier verriegeln, hochnähen und oben auch nochmal verriegeln. Und genau das machen wir jetzt mit diesen beiden Stücken. You like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with. Ihr habt gesehen, ich habe da, wo die Gürtel sind, effektiv bin ich auch außen nochmal drüber, um da wirklich 100%ig sicher zu sein, dass es dann auch hält. Und dann könnt ihr diese Ecken auseinanderziehen und dadurch, dass wir die vorher schon geschnitten haben, legen die sich eigentlich auch wunderbar so aufeinander, wie sie zu liegen kommen müssen. Das heißt, wir gucken hier einfach, dass diese Nähte quasi schön aufeinander passen, dass alles hier schön in die Ecke reingeht und so könnt ihr das kurz festmachen. Und ihr seht, ich klappe hier die beiden Nahtzugaben jeweils auseinander. Weil was wir mit denen machen, ist, wir nähen die hier jetzt einfach mit 1 cm Nahtzugabe von vorne, verriegeln hier drüber, da gehe ich auch zweimal drüber und bis hier rüber und da auch nochmal verriegeln. Dass eben diese beiden plus auch
für die Außentasche logischerweise. So, dann kann ich auch diese Ecken abnähen, auch anfangen, verriegeln, rübernähen, hier zweimal drüber, bis darüber, wieder verriegeln und eben auch hier mit je einem Zentimeter Nahtzugabe. Und bei Sie könnt ihr eigentlich drauf gucken, ihr fahrt quasi parallel zu dieser Kante hier, fahrt ihr so entlang. Das machen wir auch kurz. Talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me. For me, it seems like you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr jetzt zwei quasi Beutel haben. Und da ist es jetzt so, wir lassen mit dem Außenstoff, den lassen wir so, aber wir legen da unser Gurtband quasi schön rein runter an den Boden, damit ich da genug Platz habe, um jetzt auch mit dem Außenstoff da reinzukommen. Und da ist es so, dass wir das hier wenden. Weil wir brauchen jetzt innen drinne rechts auf rechts. Und da müsst ihr jetzt natürlich drauf gucken, was eure Vorder- und was eure Rückseite ist. Weil ich habe ja hier ein Label, das liegt hier. Und die Tasche will ich ja, dass die hier, also nicht auf der Seite ist, wo das Label ist, sondern auf der Seite ist, wo das Label eben nicht ist, nämlich auf der Rückseite, wenn das Sinn macht. Und so stülpe ich das jetzt rein. Hier müsst ihr jetzt drauf gucken, dass ihr logischerweise die Seitennähte aufeinander habt. Und da klappe ich die Nahtzugaben auch wieder auseinander. So mache ich das fest. Und ihr könnt hier wirklich spüren, dass ihr beide Nähte aufeinander liegen habt. So, und den Rest könnt ihr auch noch festklippen. Einfach so, dass die Oberkante schön aufeinander liegt und das schön verteilt ist. Und was wir jetzt noch brauchen, ist auf der Rückseite. Ne? Ich weiß bei mir jetzt, weil ich hier das Label habe, aber ihr merkt euch das einfach, wo ihr, oder ihr könnt ja auch reingucken, da wo ihr die Tasche habt, die Innentasche, das ist bei mir hier unten, macht auch Sinn, weil das Label hier vorne ist. Da hinten kommt jetzt in die Mitte, ich drehe das kurz um, schön in die Mitte diese Lasche, mit der wir nachher die Tasche auch schließen können. Weil was wir jetzt machen, ist effektiv, wir nähen hier einmal ringsherum. Mit 1 cm Nahtzugabe, ihr könnt am einen Ende starten oder bei einer Naht. Ich gehe hier bei denen immer, kennt mich, nicht doppelt drüber. Das heißt, ich verriegle hier, gehe einmal ringsherum. Hier gehe ich auch doppelt drüber, damit ich sicher sein kann, dass diese Lasche hier wirklich gut drinne hält. Dann weiter. Hier gehe ich auch nochmal doppelt drüber und dann wieder zurück bis zum Start und auch wieder verriegeln. Und genau das mache ich jetzt. Just sit with me, talk
Talking through the night and through the morning, building chemistry. And I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think you were meant to be. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr oben den Überstand noch abschneiden. So, und jetzt können wir hier die Innentasche rausholen, weil hier haben wir jetzt die Wendeöffnung, ne? Und jetzt können wir die ganze Tasche durch diese Wendeöffnung durchziehen. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr kurz hier die Wendeöffnung noch verschließen. Dann könnt ihr das ganze Teil hier quasi reinschieben. Und dann hier oben einfach gucken, dass quasi diese beiden Lagen schön aufeinander liegen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier, um einen schönen Abschluss zu bilden, auch nochmal ringsherum nähen und das knappkantig, damit ihr hier quasi eine schöne Ziernaht auch machen könnt. Be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing, it should have been you. Wenn ihr damit durch seid, dann solltet ihr hier oben jetzt auch einen schönen Abschluss haben. Und jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch um die Druckknöpfe kümmern. Einerseits haben wir, der ist einfach, ne, den hier. Da gehe ich einfach mit dem oberen Teil des Druckknopfes drauf und drücke den hier so ein bisschen rein, damit ich sehe, wo ich das Loch machen muss. Dann brauche ich für den oberen Teil des Druckknopfes brauche ich den Deckel und diesen Ring hier plus das Plastikteil und dasjenige mit dieser Spitze. Voilà, und schon sitzt der Druckknopf hier fest drauf. Und jetzt müssen wir gucken, wo ich denn das Gegenelement brauche. Das heißt, ich lege mir die Tasche so hin, dass schön hier die Nähte auf der Seite und das Band quasi so liegen. Und per se ist es ja so, ich habe das ja eigentlich quasi so angedacht, dass da, wo die Bänder sind, dass es da dann auch drüber gefaltet wird. Und so falte ich das auch runter. Es müsste jetzt eigentlich quasi parallel zu diesem unteren Teil sein. Und dann sehe ich auch, wo ich mit diesem Knopf zu landen komme. Das wird hier sein. Das zeichne ich mir hier kurz an. Weil das Thema ist, hier kommen wir jetzt mit der Zange nicht rein. Das heißt, ich muss mit einem anderen Element arbeiten. Und zwar ist es dieses hier. Und nicht nur um den Druckknopf anzubringen, sondern effektiv auch um das Loch zu machen. Das heißt, hier gebe ich das eine Teil rein. Mal gucken. So.
Und dann hier unten auf dem Teller das andere oder das Gegenstück. Und dann kann ich das quasi hier drunter legen und ich spüre ja, wo diese Erhöhung zu liegen kommt. Das wird hier sein und das passt eigentlich auch da, wo ich das angezeichnet habe. Und dann kann ich quasi das hier oben drauflegen und diese Arme, die liegen jetzt auf diesem Teller. Und jetzt kann ich hier mit dem Gummihammer mit Schmackes draufhauen, damit ich da ein Loch habe. Ich mache das offscreen, weil wenn ich das jetzt hier auf dem Tisch mache, dann geht meine Kamera irgendwo hin. Aber dasselbe Prinzip macht ihr nachher auch mit dem Druckknopf. Das heißt, ihr verwendet einfach diese beiden Elemente, das hier unten für den Stift und das hier oben für den Noppen. Und genau nach diesem Prinzip könnt ihr das dann anbringen. Ich hoffe, ich habe das Ganze nicht zu kompliziert erklärt. Es geht wirklich ganz einfach mit diesem Teil hier und eben Gummihammer empfehlenswert, damit ihr euch dieses Plastikteil hier nicht kaputt macht. Und so könnt ihr quasi auch Druckknöpfe anbringen, wo ihr mit der Zange per se nicht rankommt. Aber so habt ihr jetzt wunderbar eure Falttasche mit einer kleinen Tasche innen drinne. Und ja, das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video und auch die Idee gefallen. Bei mir ist diese Tasche effektiv im Dauereinsatz. Ich finde die wirklich super, um einfach kurz mal aus dem Haus zu gehen und wenn man da eine Handy, Maskenetui und solche Sachen mitnehmen muss, da passt das alles wunderbar rein, nimmt aber trotzdem nicht allzu viel Platz weg. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Everyone wants to be swept